So Leute, Servus hier aus der Fränkischen Schweiz mal wieder, der dritte Teil unserer Fränkischen Schweiz-Serie. Wir sind heute in der Nähe von Engelhardsberg. Oh. Vorsichtig, Christa. Ist das glatt? Es hat geregnet. Ja, kannst du nicht besser aufpassen. Ach, Schnauze. So, ja, genau, passt schon. Eieiei. So. So, jawohl, bleiben wir mal kurz stehen. Ja, also wir sind dritter Teil, ne? Und wir sind eben, wir gehen jetzt nach Engelhardsberg und wir werden die Oswaldhöhle heute mal anschauen und die Riesenburg. Bin ja gespannt, was das ist. Also let's go, Leute. Und Ne? ich bin total unvorbereitet. Ich habe mit meinem Freund den Balkon renoviert und bin noch in Arbeitsklamotten. Ja, das Leben ist hart, ne? Wandern geht halt manchmal auch vor. Übrigens, Leute, wir sind jetzt echt gespannt. Wir haben ein neues Audio-Setup, ne? Ich bin wirklich gespannt, wie das qualitativ dann wird jetzt mit dem Ton. Gucken wir mal, ne? So. Jawohl. So, jetzt geht es relativ normal. Kleines U und eine Treppe. Jetzt. Es geht gleich schon wieder rauf, ne? Aber wir machen das gut. Wir bouldern. So, hier U-Stein, ne? Soll jetzt, ja, ich ziehe jetzt mein Ziehst du das Kondom an. Ganzkörperkondom? Okay, alles klar. So, also wir hätten ja niemals gedacht, ne, dass unser Mammutmarsch-Video so wahnsinnig einschlägt. Die ganzen lieben Kommentare, die wir da gekriegt haben. Wahnsinn, oder Christa? Ja, also ich war ja ganz geflasht und bin es immer noch. Ist krass, also wirklich, wir sind da extrem dankbar dafür und natürlich auch all die neuen Abonnenten jetzt, die schon wieder auf unserem Kanal gekommen sind, einfach irre, oder? Also wir sind da super dankbar dafür. Ja. Und wir werden auch weiterhin gucken, dass wir halt schönen Content machen, ne? So wie Ja. heute zum Beispiel. Ne? Da gehen Wir geben uns in Lebensgefahr. Und da gehen wir raus, ne? Bei dem Sauwetter teilweise. Ne? Na, das machen wir alles nur für euch. Nein, Schmarrn. Aber Leute, also vielen Dank. Ne? Super. Und wir kommen auch gleich jetzt hier an einen der Highlights der heutigen Tour. Also wir sind jetzt hier vor der Oswaldhöhle. Und man muss durch die Höhle durch, um den Wanderweg weiterzugehen. Wow. Dunkel. Ui, Wahnsinn. Ja, wir müssen da jetzt durch. Irgendwie geht der Wanderweg anscheinend da durch. Die minimale Höhe in dieser Höhle ist 1,60 Meter. Das heißt, an irgendeiner Stelle werden wir uns auch bücken müssen. Und in der Höhle ist es wirklich stockdunkel, Leute. Das sehe sogar ich. Also ohne Licht sollte man das gar nicht erst durchgehen. Saucoole Sache. Die ist schöner als die Und jetzt hier, ne? Binnenhöhle. Jetzt hier nochmal gescheit bücken, ne? Okay. Akustisch besser als die Binnen. Und noch ein bisschen, und jetzt kannst du hoch. So, und dann sind wir auch gleich außen. Ja, die Oswaldhöhle, eine Karsthöhle ist es. Oh, wunderbar. So, A10, Entschuldigung. Ja, Leute, also solche Erlebnisse, die entschädigen schon wieder, ne? Für all die Anstrengungen und Höhenmeter, die wir heute schon wieder machen, sollten an die 400 sein. Und wie geht's denn dir jetzt so? Ich finde diese Strecke heute sehr gefährlich und unheimlich. Ja, die ist ein bisschen gefährlich für uns, weil die ganzen Wurzeln und die Steine, die sind halt feucht, ne? Und dadurch glitschig und dadurch ist das ein zusätzlicher Faktor. Ja, Aber solange, Angst. ja, aber wir werden uns dieser Angst jetzt stellen und gut ist, ne? Du Bauer. Ich bin kein Bauer. So. Doch. Und schaut mal, Leute, da vorne, ne? Kommt sogar die Sonne. Ist das nicht fantastisch? Berechtigterweise schon, ne? Weil es viel Klettern ist heute, ne? Das hat mit Laufen gar nichts zu tun. Ja, jetzt schauen wir trotzdem mal, ne? So, einfach immer langsam voller Us und hier sind nasse Äste, die gehen ins Gesicht, mir auch. Super anspruchsvoll hier für uns.
eben Fränkische Schweiz halt, ne? Aber es scheint jetzt dann doch besser zu werden. Hier sind immer wieder mal Äste, Christa. Kleine Steinchen, da ist wieder platt. Sehr gut. Ein fast ganz normaler Weg in der Fränkischen Schweiz, ne? Das ist doch mal der Traum, so zu laufen. Kleines Steinchen. Ja, hier kommt immer wieder gleich Wurzeln und so, ne? So. Hast du das gehört? Ja. Das war die Dampflok, weißt du schon, die Bahn, ne? Ja. Die durchs Wiesental fährt. So, wir sind jetzt am Hohen Kreuz angekommen. Das ist ein Aussichtsturm. Der wird so an die 12 Meter hoch sein, ne? Und da schauen wir jetzt mal rauf. Das ist aus Holz, ist ein ziemlich moderner Bau. Und da gucken wir mal, was wir da für eine Aussicht bekommen. Wunderbar, Leute. Wir sind jetzt hier auf 522 Meter Höhe. Und dann kommt halt wieder eine Treppe, ne? Das ist immer dieselbe Treppe mit demselben Geländer. So, also sehr cool hier, aber es ist natürlich bewölkt, Leute, heute. Da kann man natürlich nicht allzu weit sehen, aber trotzdem fantastisch. Die Aussicht hier am Hohen Kreuz. So, jetzt sind wir ausnahmsweise mal auf einem gepflasterten Weg, ne? Ja. Und die Christa ist schon ganz erleichtert, ne? Ja. Dass man jetzt nicht so viele Trails immer gibt. Aber ja, natürlich, ich stimme der Christa da schon zu, ne? Wenn das nass ist, ist es durchaus problematisch, ne? Weil da rutscht man halt viel leichter aus. Das macht es für uns eben dann auch wieder schwieriger, ne? Mhm. Und der Regen will auch nicht aufhören, Leute. Also sowas, ne? Das ist wirklich. Ich bin schon batschnass bin ich jetzt mittlerweile. Christa hat ja ein Poncho an, ich bin noch zu faul, mein Poncho anzuziehen. So ein typisches Hindernis für die Fränkische Schweiz. Und der kommt jetzt hier, ich gehe mal drüber und du steigst dann. Jawohl, perfekt, Christa. Jawohl. Jawohl. Sehr gut. Und weiter geht's, Leute, ne? Es regnet, aber der Regen hat so ein bisschen nachgelassen. Zum Glück. Ja, es wird jetzt langsam besser und die Wege verbessern sich auch für uns. Endlich. Also wir wissen natürlich nicht genau, was jetzt noch alles kommt an Trails, ne? Aber der jetzige Weg ist schon mal deutlich besser. Zwar steil, aber nicht ganz so viele Wurzeln. Lieber steil als sowas wie Sowas wie vorhin. gerade, ne? Ja. Ja, okay, alles klar. So, wir sind jetzt auf dem Weg nach Engelhardsberg. Was? Links nach nächster Möglichkeit. Und interessant am heutigen Wetter finde ich auch, dass es die ganze Zeit regnet, aber die Sonne halt auch scheint. Ne? Also es ist irgendwie ein interessantes Wetter. Die Sonne spitzt immer wieder durch, kann sich aber dem Regen nicht entledigen. Nee. Und wir sind natürlich super dankbar, dass wir jetzt hier so einen Pfad haben, der wirklich auch angenehm zu laufen ist jetzt mal. Haben wir uns auch verdient. Können wir mal wieder laufen. Ja, jetzt können wir ein bisschen Strecke machen. So, jetzt sind wir hier bei so einer Lichtung angekommen. Wir sind jetzt nach wie vor auf dem Weg nach Eberhardshof. Die Sonne ist jetzt da und es hat aufgehört zu regnen und man sieht so förmlich die Feuchtigkeit jetzt, die zieht so aus diesen Wiesen raus, wie im Winter manchmal. Also, ja, jetzt geht's halt weiter, ne? Der Weg könnte angenehmer nicht sein gerade. Stimmt. Ja, Leute, auch der Weg zum Quackenschloss hier ist jetzt nicht der einfachste. Den gehe ich jetzt mal solo, weil sonst für die Christa brauchen wir das jetzt heute nicht. Das ist hier nass, ne? Und auch noch ja, glitschig halt, weil die Steine nass sind. Aber wir schauen jetzt mal ganz kurz am Quackenschloss vorbei. Servus.
So, zum Quakenschloss gibt es auch eine Sage. Die geht um einen Jäger, der von Zwergen hier reingelockt wird und dort auf eine Fee trifft und dann aber hier verschwindet im Quakenschloss. Eine wunderschöne, natürliche Karstformation. Dann wird sie es. Passt. Und der Weg ist wieder relativ unproblematisch. Rechts hat sie gesagt? Ja. Naja klar, das geht halt jetzt in die Ortschaft rein nach Engelhartsberg. Also unser nächster Stopp ist dann die Riesenburg. Das ist eine Versturzhöhle. Upsala. Das heißt, es war mal eine Höhle und die Decke dieser Höhle, die ist praktisch eingebrochen. Und so kann man heute quasi durch eine Höhle gehen, ohne Decke praktisch. Und soweit ich das in Erinnerung habe, ist das alles mit Treppen ausgefüllt. Und ja, man kann eben da dann hochgehen. Hat, glaube ich, dann oben noch eine schöne Aussicht. Genau, da kommen wir jetzt als nächstes hin. Schauen wir mal, wie lange wir da noch brauchen. Aber ich glaube, so weit ist es nicht mehr. Und das Wetter hat sich jetzt verbessert ein wenig. Juhu! Das macht vor Und der allem Weg auch. die Christa auch glücklich. Ne? Ja. Und der Weg ist jetzt natürlich auch, ist halt Schotterweg. Ich schätze aber mal, ohne das jetzt, wollte jetzt eigentlich der Christa das nicht verraten, aber wahrscheinlich wird es vor dem, na wie heißt's? Wie heißt sie denn jetzt? Wie heißt sie denn? Vor der ne? Vor der Riesenburg, ne, wird der Weg wahrscheinlich wieder ein wenig anstrengender werden. Ist nicht matschig, aber wir werden das sehen. Ne? Ja, sappt ihr mir ständig auf die Füße. Du. Sorry. Folge dem Weg 70 Meter. Wurzeln, kleine Schritte, passt. Oh Gott. Oh. Eigentlich ist nichts Gefährliches. Hier kommen Stufen, Stufe, jawohl, und Stufe. Lach nicht, Kopf runter, Stufe, jawohl. Liebe Leute, wir sind jetzt hier vor der Versturzhöhle Riesenburg. Eine Höhle ohne Decke praktisch. Da ist die Decke praktisch mal eingekracht. Ja, und wir laufen jetzt da mal durch, ne? Let's go. So. Du sollst nicht immer gähnen im Film. Die Christa gähnt heute sehr viel. Die war gestern auf Party wahrscheinlich. Ich habe eine Stufe. Stufe gegessen heute. Stufe. Und habe bloß 2 Tassen Kaffee getrunken. Stufe. Wow. Krass, Leute. Ich muss mal hier kurz filmen, Christa. Lach nicht. Warum lachst du denn jetzt? Wir müssen vielleicht noch ewig weit runter. Da gibt es nichts zu lachen. Boah, Leute, schaut euch das an. Wie geil das hier ist. Ich habe letztens erst bei einem anderen YouTuber gesehen, der ist auch die Riesenburg gegangen mit so einer, weiß ich nicht, Insta360 oder irgendwas, mit so einer Kamera, wo man denkt, das ist eine Drohne.
Und da waren die Bilder natürlich viel schöner irgendwie. Das war der Daniel, wenn mich nicht alles täuscht. Aber wir versuchen es jetzt halt auch schön einzufangen. So, und dasselbe geht jetzt hier wieder nach unten. Stufe, Stufe, S, S, S. Und ich gehe ein bisschen nach links mit dir, damit du nicht in die Pfütze sappst. Jawohl. Einwandfrei. Wir brauchen einen neuen Teleskopstab, denn unter dem Gewicht mit dem roten Mikrofon jetzt, ne, sackt mir der Stab zusammen. So, hier ist nochmal der Holger und zwar diesmal aus dem Off. Also diese 15 Kilometer Tour, die haben wir vom Schwierigkeitsgrad her klar unterschätzt. Der wesentliche Faktor hier war die Nässe, durch die eben Steine und Wurzeln halt glatt werden und das sorgt für ganz neue Herausforderungen beim Blindenguiding. Vor allem wenn es steil bergauf und bergab geht. So haben wir in den kritischen Passagen, da sind wir sogar auf 3 km/h Durchschnitt runtergegangen. Aber mit knapp 450 Höhenmetern sind wir für diese eher kurze Distanz aber auch zufrieden und wir haben ja auch wieder was gelernt auf dieser Tour. So, und dann haben wir das erste Mal ein externes Mikro verwendet und das Ergebnis ist ja noch nicht berauschend, ne? Aber wir haben eben auch ein paar Softwareeinstellungen vergessen und dann ist es auch so, dass wir den Umgang damit ein bisschen besser lernen müssen. Also ich zum Beispiel film oft so, dass ich einfach viel zu weit vom Mikro weg bin. Naja, also es gibt ja ein nächstes Mal und da können wir dann vielleicht schon mit besseren Ergebnissen auftrumpfen. Ja, und dann sagen wir schon mal Tschüss. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Like da und abonniert uns, wenn nicht schon geschehen. Also dann, bis zum nächsten Video. Tschüss!